Hi und herzlich willkommen zu dem aktuellen Schulungsvideo. Ich bin die Nina und heute dreht sich alles rund um das Thema Stadtgutscheinsystem. Ja, in diesem Video würde ich dir gerne so den Prozess einmal darstellen, den du als reiner Stadtgutscheinteilnehmer durchläufst. Das heißt, wir besprechen von Ausfüllen des Mitmachblattes bis hin zum ersten Gutscheinverkauf oder Gutscheineinlösung und was auch danach passiert, jeden Punkt. Ja, und in dem Zuge würde ich gerne dich als Stadtgutschein-Teilnehmer und auch deinen Projektbetreuer ganz recht herzlich willkommen heißen zu unserem Stadtgutscheinsystem. Wir freuen uns wirklich sehr, dass ihr mit an Bord seid und dass ihr mit uns den Stadtgutschein umsetzt. Ja, ich würde sagen, wir starten direkt los, noch mit einer Info vorab. Das heißt, ich würde hier jetzt einfach so einen Überblick darstellen, wie der Prozess abläuft. Und für mehr detaillierte Infos würden wir dir dann hier rechts oben im Video verschiedene weitere Videos verlinken, die dann noch ein bisschen themenspezifischer sind. Der erste Punkt, den ich gerne besprechen würde, ist die Rolle des Projektbetreuers. Du hast quasi als Stadtgutscheinteilnehmer immer einen Ansprechpartner vor Ort, der dir zum Beispiel das Mitmachblatt aushändigt oder zum Beispiel auch das Gutscheinmedium zur Verfügung stellt. Das heißt, der Ansprechpartner vor Ort, also dein Projektbetreuer, ist so dein Hauptansprechpartner, beispielsweise auch für Fragen oder Anliegen für dich da. Der erste Schritt, wo du quasi aktiv werden musst, ist dann das Ausfüllen des Mitmachblattes. Das bekommst du, wie gesagt, von deinem Kümmerer, also von deinem Plattformbetreuer. Und dort kreuzt du bitte an, ob du Akzeptanz oder Ausgabestelle sein möchtest. Das schickst du dann einfach zurück und der Projektbetreuer gibt uns dann die Info, welche Stelle du eben sein möchtest, dass wir da auch Bescheid wissen. Wenn du dann ein Mitmachblatt ausgefüllt hast, kannst du dir eigentlich direkt unter unser Onboarding-Formular ein Profil erstellen. Dazu gibt es aber auch nochmal ein Video, was ich dir gerne verlinke. Und wenn du dann dein Profil erstellt hast, kannst du das gerne mit Leben befüllen und einfach mit so relevanten Infos wie zum Beispiel deine Abrechnungsadresse oder auch deine Bankdaten kannst du dann hier hinzufügen. Alle relevanten Infos, die du als Stadtgutscheinteilnehmer einfügen musst, habe ich auch nochmal hier in einem separaten Video erklärt. Wenn du dein Profil dann erstellt und auch befüllt hast, dann gibt es auch die Möglichkeit, dass du verschiedene Benutzerrollen erstellst. Das ist zum Beispiel sehr praktisch, wenn du für deine Mitarbeiter Login-Zugänge erstellen möchtest, die aber nur Zugriff auf die Gutscheinfunktion haben. Diese Funktion findest du hier unter dem Punkt Benutzer und kannst dann hier unter neue Mitarbeiter eben neue Rollen erstellen. Im Beispiel des Stadtgutscheinsystems gibt es jetzt hier zwei spezifische Gutscheinrollen. Das wäre einmal der Gutscheinmitarbeiter und einmal der Gutscheinmanager. Wenn du hier auf dieses Ausrufezeichen im Cursor drauf gehst, dann siehst du auch hier, welche Berechtigungen diese Rolle dann hat. Der nächste Punkt ist dann für alle Ausgabestellen relevant. Und zwar das SEPA-Firmenlastschriftmandat. Als Ausgabestelle verkaufst du ja auch die Gutscheine. Das heißt, wir nehmen dann die Einzüge von deinem Bankkonto vor. Und damit wir dazu berechtigt sind, müsstest du einmal dieses SEPA-Firmenlastschriftmandat ausfüllen, bei deiner Bank einreichen und dann eine Kopie an den Projektbetreuer schicken, damit er das wiederum dann an uns schicken kann. Ich würde einfach mal kurz durchgehen, was hier zu beachten ist. Also hier oben muss unbedingt die Mandatsreferenznummer ausgefüllt werden. Die Mandatsreferenznummer, die bekommst du wieder von deinem Projektbetreuer. Und für alle Projektbetreuer, diese Nummer ist quasi die Global Hash ID in den Profilen. Im Feld Zahlungspflichtiger gibst du einfach deine Firmendaten ein. Bei dem Punkt Zahlungsart kreuzt du bitte die wiederkehrenden Zahlungen an, weil wir ja voraussichtlich nicht nur einmal bei dir abbuchen, sondern Kunden öfter Gutscheine kaufen und wir dann auch öfter bei dir abbuchen.
Und dann trägst du hier bitte noch Kontoinhaber, Kreditinstitut, IBAN und BIC ein, damit wir hier auch alle Daten vollständig zur Verfügung gestellt bekommen. Ort, Datum und Unterschrift. Und dann muss dieses Formular bitte zwingend bei der Bank eingereicht werden, damit der Bank das eben auch vorliegt. Der Schritt ist tatsächlich sehr, sehr relevant, weil wenn die Bank dieses SEPA-Mandat nicht bekommt, dann werden die Lastschriften abgelehnt. Und das wollen wir auf jeden Fall vermeiden, weil hier tatsächlich auch Gebühren entstehen, die wir einfach vermeiden möchten. Die nächsten 2 Punkte, das sind 2 Punkte, die du bitte intern abklärst. Und zwar ist es einmal die Verbuchung mit der Buchhaltung bzw. mit dem Steuerberater und einmal die Verbuchung in eurem Kassensystem abzuklären. Es ist ja grundsätzlich so, dass die Gutscheine zum einen im Atalanta-System verbucht werden und zum anderen in eurem System. Und wie die Gutscheine in eurem System verbucht werden, müsstet ihr bitte einmal vor Gutscheinstart abklären, das heißt mit Steuerberater, mit der Buchhaltung und eben festlegen, wie das Ganze im Kassensystem verbucht wird. Wir können euch sehr gerne Buchungstipps zur Verfügung stellen. Das ist so ein 3-seitiges Dokument, was ihr gerne bei eurem Projektbetreuer anfordern könnt. Da würden wir euch einfach ein paar Tipps an die Hand geben und würden euch aber bitten, wirklich zu prüfen und zu schauen, wie verbucht ihr das intern, damit hier einfach alles geklärt ist vor dem Start. Und jetzt geht's langsam so an die Buchungen, beziehungsweise müssen wir jetzt zuerst die App-Funktion auf unser Smartphone noch hinterlegen. Da haben wir auch 2 Videos, was ich euch auch hier oben einmal verlinke. Der Prozess ist aber hier auch ganz einfach. Ich habe hier ein paar Screenshots. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist einfach euch einzuloggen in der Shopverwaltung auf eurem Smartphone, auf den Punkt Gutscheine zu klicken und dann ploppt hier auch schon dieses Pop-up auf, wo ihr dann direkt diese App-Funktion auf eurem Homebildschirm legen könnt und so immer Zugriff auf die App-Funktion habt. Ja, und damit du auch vor Start weißt, wie du die Gutscheine verbuchen kannst und dich einfach so ein bisschen rumprobieren kannst, haben wir auch einen Testzugang zu unserem Testprofil. Und zwar sieht es so aus, dass ich hier jetzt eingeloggt bin als eben testen@atalanta.com. Die Zugangsdaten findest du übrigens unten in der Infobox. Und du kannst jetzt hier wirklich buchen, aufladen, einlösen, wie du möchtest. Du kannst dir hier den Report genauer anschauen. Du kannst hier die Mitarbeiterfunktion anschauen und einfach vielleicht schon mal Gutscheine erstellen, dass einfach der Prozess klar ist, bevor dann wirklich Kunden zu dir in den Laden kommen und dann der Ablauf einfach reibungslos funktioniert. Ja, und dann ist es auch schon soweit und der Stadtgutschein ist schon live. Die ersten Kunden kommen zu dir ins Geschäft und lösen die Gutscheine schon fleißig ein und laden auch schon fleißig auf. Und dann stellt sich natürlich oft die Frage, okay, was passiert denn nach der Einlösung? Und das erkläre ich dir jetzt noch kurz. Du hast zum einen hier unter dem Punkt Gutscheine Report alle Transaktionen aufgelistet. Das heißt, hier unter Report wird wirklich jede Buchung, sei es Aufladung oder Einlösung, abgebildet. Und du bekommst zu jeder Buchung auch nochmal eine E-Mail zugeschickt. Du hast hier die Möglichkeit, einfach nochmal zu filtern von einem gewissen Zeitraum oder nach einer bestimmten Notiz oder nach einem Gutscheincode. Du hast hier einfach so einen Überblick, wie viel wann aufgeladen wurde und eingelöst wurde. Die Abrechnungen, die findest du unter Rechnungen, Gutscheinabrechnungen. Zum einen die Gutschriften und zum anderen die Rechnungen. Und du kannst sie hier einfach mit Klick downloaden oder auch gegebenenfalls direkt im ZIP-Ordner. Du kannst hier rechts wieder filtern nach verschiedenen Daten oder nach Rechnungen und Gutschriften. Nachdem dann die Abrechnung erstellt wird, würden wir die Bankbuchungen vornehmen. Das heißt, bei einer Aufladung würden wir dann die Einzüge vornehmen und bei einer Einlösung überweisen wir den Betrag dann auf dein angegebenes Bankkonto.
Okay, dann würde ich sagen, wir haben jetzt eigentlich den Prozess soweit durchbesprochen. Von Mitmachblatt bis Kundenbuchung haben wir jetzt eigentlich jeden Step mit dabei. Wenn noch irgendwelche Fragen offen sind, dann melde dich gerne bei uns oder bei deinem Plattformbetreuer. Die Kontaktdaten von uns sind auf jeden Fall hier eingeblendet. Und dann wünsche ich dir ganz viel Spaß bei der Umsetzung, viel Erfolg und bis ganz bald.